Hallo zusammen, Manu Autor ist Autor, also Kiefern oder auch Föhren wie der. Da kann man Krienspan finden und jetzt, heute in diesem Video möchte ich mit euch zusammen mal eine Krienspanwurzel ausgraben. Also wenn du Bock hast auf Krienspan, dann bleib dran, unbedingt. Manu Autor ist Autor. Krienspan schmeckt mega fein und so ein Teil wie da suchen wir jetzt miteinander. Ich liebe den Geruch von Krienspan. Bei mir daheim schmeckt alles nach Krienspan. Es ist das beste Parfüm, das bushcrafted Parfüm eigentlich, kann man sagen. Krienspan hat man schon seit dem Mittelalter und schon viel früher geerntet. Und zwar ist Krienspan die wohl älteste Lichtquelle. Ist schon x Jahre vor Christus hat man Krienspan gebraucht, so Sticks, eben so Späne, Krienspäne. Krienspan besteht aus Harz und ätherischem Öl. Ja, man sieht es hier jetzt auch ein bisschen. Zum Beispiel an dem Teil da, vielleicht sehen Sie es nicht so gut. Ja gut, ich tue es mal da hin. Da drin hat es kristallisiertes Harz und so entsteht der Krienspan. Vor allem da sieht man das sehr gut. Ich zeige das nachher mal schnell ein bisschen näher in der Kamera. Das ist nichts anderes als kristallisiertes Harz und ätherisches Öl. Und ihr könnt euch vorstellen, es brennt wie die Sau und ist eben eine super gute Lichtquelle. Also, jetzt sehen Sie hier, wie richtig durchzogen dass der Span da ist. Das ist wirklich ein Span, das sind Fasern und darum heisst es auch so. Man sagt auch, der Kiefer sagt man auch Kienbaum oder Feuerbaum. Das kommt alles von dort, weil das eben eine altbekannte Krienspanquelle ist. Ich habe heute meinen Krienspan-Experten dabei. Zusammen wollen wir Wurzeln ausgraben. Gell? Den grossen Klappspaten habe ich dabei und für ihn auch den kleinen Spaten. Und jetzt gehen wir mal zu dieser Wurzel, die ich schon vor einer Woche gespottet habe. Also schau jetzt, mein Krienspan-Experte, wir sind jetzt hier bei dieser Wurzel und die habe ich schon mal ein bisschen vorbereitet, letztes Mal von einer Woche. Und ich habe sie nicht rausgebracht. Ich habe nicht die passende Sage dabei gehabt. Und die ist wirklich fest. Ist die fest? Probieren wir es mal. Sie ist vor allem auch gross, sie müssen mich ein bisschen bearbeiten. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt. Wir die mal ein bisschen ausgraben, oder? Ja, würde ich sagen. Mit dieser Schaufel, mit dem Klappspaten. Und dann hoffen wir, dass man auch wirklich ein bisschen gescheiten Krienspan findet. Also kann man den Rucksack abziehen. Ich habe noch eine Sage dabei. Also die Wurzel sieht recht vielversprechend aus. Ich habe letztes Mal schon ein Stückchen abgebrochen. Und ja, es hat auch so ein bisschen nach Krienspan geschmeckt und so. Und das ist schon mal gut. Ich habe heute die Lappländer dabei von Bacco. Das ist die perfekte Sage für zum Krienspan raussagen, weil erstens, sie ist nicht teuer, falls sie kaputt geht. Und man kann direkt so anfangen zu sagen. Man hat kein grosses Sagenblatt, wo etwas verkeilen oder kaputt gehen könnte. Dann muss man schauen, wo ist denn der fest jetzt? Was meinst du, ist das Krienspan? Ah, schau, das habe ich letztes Mal rausgebrochen. Das schmeckt schon fein, he? Schmeck mal. Was schmeckt das? Krienspan? Ja. Ja, es ist Fichte oder Föhren. Ein bisschen harzig schmeckt schon, ist jetzt aber nicht harzig. Nicht so. Komm mal, schauen mal, wie wir das rausbringen. Okay. Da sind Tannenzapfen drin. Ah, schau, da jetzt Wurzeln. Da, kriegen wir die. Oh, schau jetzt. Ah, wir haben gar nicht so fest gegraben, ich habe letztes Mal schon gerüttelt. Schau mal, es kommt fast raus. Ah. Wo ist es noch fest? Schau da. Du musst da noch ein bisschen graben. Da, schau die Wurzel. Oder wenn wir die einfach abschneiden? Ja. Komm, wir müssen die einfach absagen. Hey, das ist ein riesen Teil. Da unten hat's auch, du mal da noch ein bisschen graben. Schau, da hat es auch noch Wurzeln. Darf ich schnell? Papi? Ich möchte, Papi, dass wir das Heim nehmen. Wir nehmen das Heim, ja. Wir das sagen, nehmen wir den Krienspan heim. Da unten hat es eine riesen Wurzel. Schau mal da. Oh. Wo? Da unten, siehst du das da? Da können wir gar nicht runter. Ich glaube, wir müssen einfach graben oder sagen. Schau mal, krass. Wenn wir mal die Wurzeln da, ich würde sagen, die ich mal sagen, da habe ich bereits schon mal gesagt. Jetzt sehen wir mal die anderen. Ist der lebendig dann wachsen? Ja, nein, der kann nicht mehr wachsen. Also die Wurzeln tun immer noch Wasser ziehen und Harz, die Harz machen. Aber oben hat es leider keinen Baum mehr und darum ist der Baum eigentlich tot. Die Wurzeln, die leben noch so halb. Yeah. Nein, das geht nicht. Wenn der Baum einmal tot ist, dann wächst leider nichts mehr Neues. Bei dem jetzt, weil da ist schon ganz viel kaputt. Aber komm mal, schaut doch mal, ob wir hier Krienspan haben. Oh, das schmeckt schon mega fein. Jetzt schauen wir mal. Oh, schau jetzt, was wir da haben. Siehst du es da? Ja,
Nicht viel, aber es hat ein bisschen Kienspan drin. Boah, das ist mega nass. Ja, die ist nass. Die schmeckt aber schon ein bisschen. Schmeckt das nicht Kienspan? Doch, da hat es Kienspan drin, definitiv. Ja, ich bin gespannt, wie viel Glück das wir heute werden haben. Ja, wir haben bis jetzt schon etwas gefunden. Jetzt schauen wir weiter. Ich denke, die mega Kienspanwurzel, die finden wir wahrscheinlich schon noch. Schmeckt eigentlich auch schon gut. Ist nicht mega rot. Hat Harz drin ein bisschen. Ja. Oh, ist das streng. So. Schön, schau, das ist schon ein bisschen rot da. Siehst du das? Oh, schau. Das ist Kienspan. Ja. Das Harz. Ja. Harz ist Mega. liebig. Jetzt haben wir da gerade noch weitere so Wurzelstückchen abgesagt. Und jetzt sehen wir da, wie es da richtig schön rot und speckig ist. Eigentlich auch da und da auch. Also das war jetzt ein Jackpot mit dieser Wurzel, das ist super. Dann suchen wir noch ein bisschen mehr und schmecken tut es natürlich fantastisch. Also, ja. Die hat auch schön Kienspan drin. Ja. Oh, schau jetzt. Das ist eine richtig grosse Wurzel. Seht ihr das? Das mega Tönnerteil da, das war oben. Da sehen wir noch die Wurzeln, die ich jetzt noch rausgeholt habe. Und ja, also ich denke sicher in diesem Bereich da wird es sehr viel Kienspan drin haben. Jetzt tun wir dann noch ein bisschen aufsagen. Ja, das Teil ist richtig gross. Die Wurzeln und auch richtig schwer. Und jetzt sage ich dir noch ein bisschen auf. Die Wurzeln hier. Das ist gut. Ja, das ist richtig anstrengend, sozusagen, an den Wurzeln. Und ihr habt ja gesehen, die ist richtig dick. Wir lassen jetzt den Hauptteil hier wieder zugeschüttet. Wir haben aber einen Sack voll. Und jetzt müssen wir das mal trocknen, mal daheim schauen. Wir können nicht alles heute mitnehmen, aber schaut mal, so sieht der Sagi aus, wenn man Kienspan sagen. Das ist gut, habe ich die Sagi mitgenommen. Und nächstes Mal nehme ich vielleicht die ganze Wurzel, den ganzen Strunk mit und das sind die mit der grösseren Sage und mit der grossen Axt verkleinern. Aber wir gehen noch weiter, gell? Ja. Zeig mal schnell den Sack. Bring mal schnell, was haben wir alles? Ja, wir haben da so ein Säckchen voll Kienspan. Duften tut es natürlich super gut. Ja, gar nicht mal so schlecht, oder? Ja, schon ein bisschen harzig, eigentlich alles ist ein bisschen harzig. Ja, vielleicht war es jetzt ein bisschen früh gewesen, mit den Wurzeln, vielleicht aber auch nicht, oder? Das ist halt je nachdem, ob es Kiefer oder Föhre ist. Der Sack ist voll, das langt mal heute zum Transportieren. Was haben wir da? Ja, ich würde etwa sagen, ein Kilo Kienspan ist doch super gut, oder? Wenn wir noch ein Feuerchen machen oder wenn wir noch etwas essen, vielleicht machen wir Pause. Ja. Wir machen doch ein Feuerchen und machen noch ein bisschen Tee oder Kaffee. Die Wurzeln haben wir so wieder ein bisschen zugedeckt. Können wir jetzt noch ein bisschen mehr zudecken? Dass nicht alle kommen, unsere Kienspan ausbuddeln da, gell?
das ist noch der Rest vom Kienspan. Ich würde sagen, wir machen es uns ein bisschen gemütlich, oder? Machen wir ein Käferli, siehst du das auch so? Dann gibt es bei mir noch ein bisschen feine Wurst. Mhm. Oh, cool. Oh. Willst du probieren vom Fleisch? Fein. Was ist das Fleisch? Vom Kuh. Was? Von der Kuh. Ja, ist fein. Willst du mehr? Papi, kann ich gern. Nicht gern? Ich dich auch, danke. Super brannte Kienspan. Ja, jetzt das Käferli. Bei mir. Komm mal aus dem Rauch. Setz mal an. So, wir genießen jetzt da noch ein bisschen die schöne Stimmung und werden noch ein bisschen verraucht, gell? Kniepsi, du bist mega verraucht worden. Ja, mit einem schönen Plätzchen. Jetzt gibt es noch ein feines Käferli. Ja, was meinst du? So ein bisschen das Resümee von der Kienspansuche war nicht schlecht gewesen, oder? Wir haben etwas gefunden, oder? Ja, ich würde schon sagen. Es hat sich gelohnt, die grosse Wurzel, die ist schon noch vergraben und die ist geheim, die gehen wir ein anderes Mal holen. Aber jetzt gibt's noch, tun wir es noch in den Nachmittag ausklingen lassen, wir haben einen schönen Frühlingstag, geniessen es noch ein bisschen. Ja, und noch ein feines Käferli. Ah, es ist reingefallen. Noch nicht. Ja, genau. Danke vielmals, dass ihr dabei gewesen mit Manu Autor und meinem Kienspan-Spezialist Knirpsi, a.k.a. Knirpsi. Bis zum nächsten Mal. Bitte abonnieren und liken nicht vergessen. Und ich hoffe, es hat euch Spass gemacht. Schreibt etwas in die Kommentare, wie ihr Kienspan schon gefunden habt. Oder was ihr so mit Kienspan macht. Das Feuerli hat auf jeden Fall super gut funktioniert. Also, ciao zusammen, bis zum nächsten Mal, wenn Manu Autor wieder Autor ist. Tschüss! Und da ist ein Holz.